Hallo zusammen, mit dem heutigen Tag wurde die neue Phoenix 8 vorgestellt. Neben der Phoenix 8 gibt es auch die neue Enduro 3 und eine neue Phoenix E. Garmin hat mir netterweise eine Vorabversion der Phoenix 8 zur Verfügung gestellt. Das heißt also, ich kann hier schon die ersten Eindrücke zeigen. Die Phoenix 8 erscheint dabei in zwei verschiedenen Display-Varianten. Ihr habt einmal die Auswahl zwischen einem Memory in Pixel Solar-Version und der neuen AMOLED-Version. Ganz neu ist es nicht. Die Apex Pro bzw. die Apex-Generation fällt in diesem Fall jetzt weg und wird durch die Phoenix-Generation ersetzt. Was die Größen der Uhren angeht, so könnt ihr euch bei der AMOLED-Version zwischen einer 43 mm, 47 und 51 mm Variante entscheiden, während es bei der Memory in Pixel Version nur eine Auswahl zwischen der 47 mm Variante und 51 mm Variante gibt. Die erste Änderung bekommen wir dann hier bei der Displaygröße. So bekommen wir bei der AMOLED-Version bei der 43 mm Variante nun ein 1,3 Zoll großes Display, vorher waren es 1,2, bei der 47 mm Variante sind es 1,4 Zoll, hier waren es vorher 1,3 und bei der 51 mm Variante bleiben wir bei 1,4 Zoll. Das heißt also, bei der 47 mm und 51 mm Größe habt ihr die gleiche Displaygröße. Bei der Memory Pixel Solar Version bleiben wir dann bei den alten Größen. Hier gibt es bei der 47 mm Variante dann 1,3 Zoll, während es bei der 51 mm Variante dann auch hier ebenfalls 1,4 Zoll großes Touchdisplay ist. Darüber hinaus hat Garmin jetzt auch nochmal weiter am Solarpanel gearbeitet. Das heißt also, ihr bekommt jetzt mit der Phoenix 8 in Memory Pixel Solar Version einen besseren Panel verbaut. Das Ganze ist dann effektiver bzw. effizienter, um die Uhr hier besser aufzuladen. Was die Sensoriken angeht, so bekommt ihr bei der Phoenix 8 dann auch hier den neuesten Garmin-Sensor verbaut. Besser gesagt, es ist die 5. Generation, die wir auch schon bei der Apex Pro und Phoenix 7 Pro gesehen haben. Wenn wir uns die Phoenix 8 jetzt mal genauer anschauen, wir sehen jetzt hier die Phoenix 8 in der 47 mm Variante. Die Lünette ist schön schmal. Wir haben hier ein 1,4 Zoll großes AMOLED Touch Display, das gleiche wie wir es auch schon bei der Apex Pro haben. Nur haben wir hier die 51 mm Variante und auf der rechten Seite die Phoenix 7 Pro, ebenfalls auch hier in der 51 mm Variante. Wenn wir uns die Uhr jetzt mal genauer anschauen, können wir sehen, dass wir auf der linken Seite die Garmin-typischen Knöpfe haben. Dreimal auf der linken Seite und zweimal auf der rechten Seite. Diese wurden jetzt auch hier fürs Tauchen optimiert, bzw. eine bessere Wasserdichtigkeit. Und wir können auch sehen, dass die Sensoren hier an der Seite jetzt besser geschützt werden. Wenn wir uns das bei der alten Uhr betrachten, können wir ganz gut sehen, dass wir hier bei den Sensoren keinen Schutz gehabt haben, bzw. das Ganze frei liegt. Das Gehäuse selbst ist dann hier aus Titanium. Wir können es sehen, wenn wir das Ganze mal auf der Rückseite anschauen, dass wir hier den gleichen Sensor verbaut haben. Ebenfalls haben wir auch noch die Garmin-typischen Ladeanschlüsse. Da hat sich an dieser Stelle auch nichts geändert. An dieser Stelle muss ich noch kurz anmerken, dass es sich bei dieser Phoenix 8 um eine Vorabversion handelt. Das heißt also, hier ist eine Beta-Version drauf. Das bedeutet, dass nicht alles übersetzt ist. Gerade in neuen Funktionen kann es sein, dass es noch auf Englisch ist. Und ich konnte das Ganze nicht mit Garmin Connect verbinden. Das bedeutet, hier und da ist dann noch das Ganze nicht synchronisiert, beziehungsweise steht dann, dass hier Daten fehlen. Das liegt aber nicht an der Uhr, sondern einfach, dass es eine Vorabversion an dieser Stelle gewesen ist, beziehungsweise ist. Garmin hat aber jetzt nicht nur neue Funktionen der Phoenix 8 hinzugefügt, vielmehr gibt es auch Überarbeitung. Das erste ist hier das User Interface bzw. die Benutzeroberfläche. So habt ihr zum Beispiel bei der Phoenix 8 nun die Möglichkeit, wenn ihr von oben nach unten scrollt, euch direkt die Benachrichtigung anzeigen zu lassen. Bei der alten Version war es noch so gewesen, dass wenn wir von oben nach unten gescrollt haben, direkt in die Widgets hineingekommen sind. Das ist an dieser Stelle aber noch nicht alles. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in die Widgets hineingeht und länger drauf drückt, dann habt ihr nun auch die Möglichkeit, diese hier ganz einfach zu sortieren. Das heißt also, ihr kommt nicht mehr in ein Zwischenmenü hinein und könnt das Ganze für euch so bearbeiten und sortieren, wie ihr das möchtet. Das gleiche funktioniert auch bei den Aktivitäten. Das heißt also, auch diese kannst du entsprechend so sortieren. Wie bei den Vorgängern auch, habt ihr natürlich auch bei der Phoenix 8 wieder die Möglichkeit, die Tasten selber zu belegen. Wenn ihr standardmäßig alles nutzt, habt ihr natürlich rechts unten wieder, wenn ihr lange drauf drückt, die Möglichkeit, die letzten Apps anzuschauen. Und die Phoenix 8 bietet an dieser Stelle natürlich auch wieder die Option, hier eine Taschenlampe zu nutzen. Das heißt also, wenn ihr links oben zweimal drückt, bekommt ihr einmal hier eine Menüauswahl, wie stark das Licht sein soll. Und ihr habt natürlich auch wieder hier eine Taschenlampe mit an Bord, in diesem Fall hier bei allen Phoenix 8 Modellen. Das ist aber noch nicht alles, was im Interface geändert worden ist. Vielmehr haben wir jetzt auch bei den Einstellungen das Ganze etwas besser sortiert. Sehen wir jetzt einmal hier Display Designs, Uhren, das kennen wir schon. Aber wenn wir jetzt weiter runter scrollen, dann bekommen wir jetzt hier zum Beispiel Benachrichtigungen, Ton und Vibration und Displayhelligkeit als erstes angezeigt. Und was neu hinzukommt, ist auch, dass ihr jetzt einen Fokus-Modi habt. Das heißt also, wenn wir hier reingehen, könnt ihr einmal den Modi fürs Schlaf einrichten. Das heißt also, wie das Ganze dann fürs Schlafen aussehen soll. Sowohl der Plan als auch das Display-Design einschalten. Das ging früher dann nur über das Widget. Und im Bereich Aktivität
habt ihr dann die Option, hier dann auch die Energiemodi standardmäßig einzustellen, den Satellit bzw. auch die Sprachwarnung. Und hier könnt ihr dann, das ist auch jetzt neu, entscheiden, ob ihr dann eure Sprachalarme über die Uhr hören möchtet oder dann hier über Connected Devices, also über das Handy. Wie gesagt, das Ganze ist hier noch eine Beta-Version, deswegen auf Englisch. Wasserstation voraus. Verpflegungsstation in 218 Metern. Und gegen Ende kommen natürlich die Systemeinstellungen, die wir auch schon kennen, die man aber nicht so oft benötigt, wie jetzt die oben genannten Punkte. Es gibt bei der Phoenix 8 dann auch die Möglichkeit, hier die Schriftgröße einzustellen, aber anders noch, als wir von der Vergangenheit kennen, von der Venue zum Beispiel, kannst du dann aber hier das Ganze über einen Regler machen. Das heißt also, du kannst individuell für dich die Schriftgröße so einstellen, wie du es an dieser Stelle hier haben möchtest. Es gibt aber dann noch weitere Anpassungen und die sind dann hier im Bereich der Aktivitäten. Wenn wir rechts oben, wie wir es gewohnt sind, die Aktivität starten, dann wählen wir das Ganze mal aus, dann können wir auch sehen, das neue Design bzw. modernere Design. Ihr seht aber dann auch, wenn ihr zum Beispiel das Laufen auswählt, direkt hier einmal die täglichen Trainingsvorschläge, die sind natürlich auch wieder vorhanden, aber dann auch hier die neue Menüführung. Das heißt also, wir kommen jetzt in die Aktivität hinein und dann könnt ihr je nach Aktivität zum Beispiel hier direkt die Trainings auswählen, dann die Strecke, die ihr navigieren wollt, oder dann hier unter More Settings könnt ihr die Standardeinstellungen einstellen, die wir schon aus der Vergangenheit kennen. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, wenn wir weiter runtergehen, direkt auch hier die Datenseiten aufzurufen und diese dann ebenfalls einzustellen. Das an dieser Stelle aber noch nicht alles. Wenn wir jetzt mal eine Aktivität starten, da habt ihr nämlich dann auch einige Möglichkeiten. So gibt es nämlich jetzt die Option, hier unten sehen wir schon ein Menü, dass wir hier nämlich durch die verschiedenen Seiten switchen können. Ihr habt auch gerade gesehen, hier oben ist dann ein Schlüssel, das heißt also, das Display wird dann hier auch gesperrt. Ihr müsst einfach jetzt hier nach unten wischen, dann wird das Touch-Display entsperrt und so habt ihr dann einmal die Möglichkeit, ganz klassisch durch die Datenfelder zu gehen. Das ist jetzt nichts Neues. Was aber neu ist, wenn wir jetzt von links nach rechts wischen, kommen wir direkt hier in die Musikauswahl. Das heißt also, wenn du jetzt Musik gespeichert hast oder Spotify, Deezer oder Amazon Music nutzt, dann kannst du es direkt hier steuern. Und wenn wir wieder von links nach rechts swipen, kommen wir natürlich einmal auf die Datenfelder. Wir können aber noch einmal rübergehen, dann sind wir während der Aktivität, die läuft noch. Hier habt ihr nämlich dann die Möglichkeit, weitere Einstellungen durchzuführen. So habt ihr nämlich jetzt die Option, hier die Sportart zu ändern. Das heißt also, ihr müsst jetzt nicht unbedingt Multisport starten, um hier mehrere Sportarten durchzuführen. Ihr könnt jetzt aus jeder Sportart, die ihr startet, direkt hier dann eine weitere Sportart auswählen. Ihr werdet dann auch mal gefragt, ob ihr das dann durchführen möchtet. Ihr könnt es nämlich auch abbrechen, wenn ihr wollt. Wenn ihr es nicht macht, dann wird es als Multisport abgespeichert. Das heißt also, jetzt siehst dann, wenn du zum Beispiel einen Traillauf gemacht hast, einen Lauf, wie jetzt bei mir beim Test, kann man einmal sehen, wie lange du Traillaufen warst, wie lange du das Laufen warst oder ein Radfahren und bekommst du dann auch hier entsprechend dann ausgewertet. Und solltest du während der Aktivität auf ein Kartenfeld wechseln und möchtest jetzt hier was einstellen, dann kannst du ebenfalls nochmal von links nach rechts swipen. Sehen wir jetzt hier nochmal die Übersicht, die wir gerade eben schon gesehen haben. Was aber neu hinzukommt, ist dann Kartenkontrolle oder Karteneinstellung. Die wählen wir jetzt einfach aus. Hier habt ihr nämlich auf einen Blick alle Möglichkeiten, die ihr hier durchführen könnt. Einmal natürlich verschieben und zoomen, das kennen wir schon. Ihr könnt aber auch die Navigation anpassen und ihr könnt direkt hier auch die Kartenebene ändern. Das heißt also, wenn wir drauf gehen, können wir zum Beispiel hier fürs Trailrun das Ganze auswählen. Das wird dann bestimmte Sachen angezeigt oder für Ultrarun oder Schnorcheln. Das heißt also hier zum Beispiel auch Skikarten werden euch entsprechend angezeigt, wenn du das Overlay hier auswählst. Und es gibt dann auch die Option, direkt hier über dieses Menü in die Karteneinstellung zu kommen. Das war ja auch immer etwas versteckt in der Vergangenheit. Sehen wir hier in der gleichen Spalte. Hier gibt es dann Karteneinstellungen, weil hier könnt ihr dann einmal den dunklen Modus aktivieren oder deaktivieren, wenn ihr nicht haben wollt. Oder auf automatisch stellen. Das heißt also, die Karte geht automatisch in Dunkelmodus, wenn es draußen dunkler wird. Das ist ja ein Sensor verbaut, der das Ganze erkennt. Und du kannst natürlich dann auch hier die Kontraste einstellen als die Ausrichtung. Das heißt also, du bekommst jetzt hier alles auf einen Blick. Und das ist alles hier während der Aufzeichnung. Das heißt also, die Aktivität wird weiterhin aufgezeichnet. Und so hast du dann die Möglichkeit für dich, das individuell schnell umzustellen, wenn etwas nicht passt. Und möchtest du während der laufenden Aktivität nach einem Widget gucken, zum Beispiel Wetter oder andere Sachen, die du jetzt einfach nachschauen willst, dann wischst du einfach hier mehrmals von links nach rechts. Dann kommst du hier in die Uhrenoberfläche. Das ging in der Vergangenheit auch über eine Tastenkombination. Das geht also hier, wie gesagt, ganz einfach. Und dann hast du die Möglichkeit, wir sehen hier, das Display sperrt sich immer wieder automatisch, dass wir jetzt auch direkt hier den Sonnenuntergang nachschauen können oder ein anderes Widget, was uns jetzt an dieser Stelle hier interessiert. Und wenn ihr das Ganze durchgeführt habt, dann könnt ihr einfach hier wieder zurückgehen, beziehungsweise auch wieder zur Aktivität zurück und dann könnt ihr entsprechend hier weiterlaufen und habt die Informationen, die ihr haben wolltet. Die Garmin Fenix 8 bietet uns an dieser Stelle auch neue Widgets an. So haben wir jetzt zum Beispiel die Funktion hier, die sogenannte
Dog-Track-Funktion zu nutzen. Das heißt also, ihr könnt jetzt euren Hund nachverfolgen. Es gibt ja hier so extra Halsbänder bei Garmin, die ihr kaufen könnt. Und hier gibt es jetzt nun auch die Möglichkeit, auf der Fenix 8 das Ganze hier mit dem Widget zu nutzen. Ebenfalls als neues Widget haben wir nun auch den Countdown erhalten. Hier habt ihr nämlich die Möglichkeiten, sowohl ein Ganztagsereignis oder ein Ereignis zu einer bestimmten Zeit als Countdown auf eure Uhr zu hinterlegen. Wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt zum Beispiel einen Geburtstag hinterlegt, in 2 Stunden 23 findet der statt. Wenn wir jetzt hier reingehen, habt ihr auch die Möglichkeit, das hier über mehrere Widgets zu verwalten. Wir sehen jetzt hier, ich habe mal 2 Stück angelegt. Ihr könnt auch einen als Favorit bestimmen, der dann als Oberfläche angezeigt wird. Wenn wir auf Hinzufügen gehen, habt ihr nämlich dann die Option hier einmal über die Tastatur das Ganze dann zu hinterlegen bzw. zu benennen. Wir gehen jetzt einfach mal auf die Tastatur. Dann ist jetzt einfach mal hier Golf. Wenn ihr das Ganze ausgefüllt habt, dann drückt mir einfach auf Enter. Dann können wir einen Tag auswählen, wann das Ganze stattfindet. Wir nehmen jetzt einfach mal hier den 27. Und ihr habt dann die Möglichkeit, wenn ihr jetzt sagt, okay, das ist eine bestimmte Zeit, könnt ihr eine Zeit auswählen oder den ganzen Tag. Wir nehmen jetzt einfach mal eine Zeit, sagen jetzt einfach mal hier 9 Uhr. Das wählen wir aus. Und dann gibt es auch noch die Option, hier den Countdown zu erweitern. Das heißt also, ihr könnt euch erstmal hier ein Icon aussuchen, ein bestimmtes. Wir nehmen jetzt einfach mal hier diese Medaille. Und ihr habt aber auch immer die Möglichkeit, mit dem Stift wieder zurückzugehen und das Ganze dann hier anzupassen. Wenn wir jetzt bestätigen, habt ihr jetzt einmal eine Übersicht des Countdowns. Wir sehen es hier in 9 Tagen 12 Stunden. Natürlich bietet uns auch die Fenix 8 die altbekannten Widgets an. Das heißt also, ihr bekommt jetzt auch weiterhin hier einen Sonnenaufgang angezeigt, als natürlich dann auch den Messenger, den wir jetzt neu mit dem Update bekommen haben. Und natürlich dann auch die Garmin Body Battery, als auch Schritte, Etagen. Und ihr habt natürlich auch hier einen Schlafcoach dabei, der euch ebenfalls anzeigt, wie ihr optimal schlafen könnt. Und auch Nickerchen werden hier auf die Uhr erkannt. Das heißt also, alle Funktionen, die wir von der Apex Pro als auch von der Fenix 7 Pro kennen, haben wir hier auch auf der Fenix 8 ebenfalls mit dabei. Eine Funktion, die ich mir schon lange auf den Fenix-Uhren gewünscht habe, ist jetzt hier eingetroffen. Und zwar habt ihr nun die Möglichkeit, über die Lautsprecher und über das Mikrofon hier direkt mit der Uhr zu telefonieren. Wir sehen jetzt schon hier, die Kontakte sind ausgewählt. Da es ein Vorabgerät ist, kann ich es leider jetzt hier an der Fenix selber nicht zeigen. Aber vom Prinzip her funktioniert es so wie bei der Venue 3. Da habt ihr nämlich auch schon eine Möglichkeit gehabt oder habt ihr die Möglichkeit, euer Handy zu verbinden und hier zum Beispiel direkt eine Telefonnummer einzugeben oder dann aus den Kontakten hier direkt jemanden anzurufen und dann verbindet sich die Uhr hier mit dem Handy und das Telefonat geht entsprechend raus und du kannst dann hier über die Uhr telefonieren. Und wie auch schon bei der Venue 3 habt ihr nun auf der Fenix 8 die Möglichkeit, Sprachassistenten wie Bixby, Siri oder Google Assist zu verbinden. Das heißt also, du kannst dann auch hier über die Uhr dein Handy steuern. Neben dem Anrufen bekommt man noch weitere Funktionen. So habt ihr jetzt die Möglichkeit, auch eigene Sprachmemos oder Sprachnotizen hier auf die Uhr zu hinterlegen. Dafür haben wir jetzt hier ein eigenes Widget, Sprachnotizen, das wählen wir jetzt einfach mal aus. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch gerne ein Abo da, beziehungsweise einen Daumen hoch, das freut mich und den Algorithmus. So, ihr habt jetzt die Sprachnotiz hinterlegt, wir sehen jetzt die 5. von heute. Dann können wir das Ganze jetzt hier auswählen und nochmal anhören. Lasst doch gerne ein Abo da, beziehungsweise einen Daumen hoch, das freut mich und den Algorithmus. Und so könnt ihr dann eure Sprachmemos nochmal anhören. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, hier in die Bibliothek zu gehen und alle Sprachmemos anzuschauen, die jetzt hier hinterlegt worden sind. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch umbenennen, damit ihr das findet, was ihr an dieser Stelle hier sucht. Und zu guter Letzt gibt es eine Neuerung, die ich so nicht erwartet habe. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, eure Fenix 8 über die Sprache zu steuern. Dafür haben wir standardmäßig hier rechts oben auf der Taste das Ganze belegt. Wir drücken länger drauf. Setze einen Timer auf 5 Sekunden. Wir sehen hier, das Ganze funktioniert auch schon auf Deutsch. Und wir bekommen jetzt auch den neuen Timer angezeigt. Sehen wir hier, wir können das Ganze einmal wiederholen bzw. dann beenden. Und so bekommt ihr dann auch den Timer hier entsprechend angezeigt, den ihr hier hinterlegt habt. Es gibt hier aber noch weitere Möglichkeiten. Ich möchte laufen. Dann sehen wir hier, wird dann direkt die Laufaktivität gestartet. Und solltet ihr euch nicht klar sein, was ihr alles fragen könnt, könnt ihr natürlich auch die Uhr fragen, was ihr fragen könnt. Welche Befehle gibt es? Dann sehen wir hier einen kleinen Überblick, was wir alles machen können. Wir können zum Beispiel auch sagen, wie wird das Wetter oder Nicht-Stören-Modus aktivieren, Wegpunkte setzen, es gibt eine große Auswahl. Und es gibt natürlich dann auch hier eine Übersichtsliste mit einem QR-Code. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das Ganze noch nicht veröffentlicht, deswegen kann ich euch die Liste noch nicht zeigen. Aber so habt ihr es auf jeden Fall im Überblick und könnt eure Fenix 8 hier über die Sprache steuern. Was die Aktivitäten angeht, so bietet die Fenix 8 nahezu alles, was Garmin hier in seinem Repertoire hat. Vielmehr bekommt ihr natürlich alle Aktivitäten angeboten, die wir schon von der Fenix 7, Fenix 7 Pro, aber dann auch von der Epix und Apex Pro kennen. Was neu hinzukommt, ist aber an dieser Stelle hier Tauchen. Wenn wir hier auf die Aktivitäten gehen,
sehen wir einmal, wir haben jetzt hier im Angebot das Sporttauchen und dann auch das Apnoe-Tauchen. Das heißt also, wenn du hier ohne Flasche runtergehst, wird das ebenfalls unterstützt. Das Ganze geht aber bis maximal 40 Meter, das heißt also, tiefer tauchen solltet ihr an dieser Stelle hier nicht. Dabei bekommst du beim Tauchen dann auch eine kleine Übersicht angezeigt, alle relevanten Tauchdaten, die du an dieser Stelle hier benötigst. Das ist an dieser Stelle aber noch nicht alles. Die Garmin Fenix 8 bietet nämlich ja auch die Möglichkeit, hier das automatische Tauchen zu erkennen. Das heißt also, du kannst das Ganze hier aktivieren und dann bekommst du hier nämlich auch deine Tiefe angezeigt, beziehungsweise den Tiefensensor, wenn du ins Wasser gehst. In diesem Fall wird er hier bei 1,2 Meter automatisch aktiviert. Du kannst aber auch reingehen und das Ganze dann entweder ausschalten oder dann den letzten Tauchgangstyp auswählen. Das heißt also, da kommst du dann auch hier entsprechend rein, wo du dann zuletzt warst. Und wir bekommen darüber hinaus dann auch 2 neue Widgets angeboten. Das eine ist dann die Übersicht der aktuellen Tauchtiefe. Die ist jetzt momentan bei mir hier auf 0,0. Das funktioniert hier auf 10 cm Basis. Das heißt also, sobald du ins Wasser reingehst, wird das Ganze erkannt und du siehst dann die letzten 30 Minuten, wie tief du an dieser Stelle hier getaucht hast. Darüber hinaus siehst du in der großen Anzeige dann, was die tiefste Tiefe war in dieser Zeit. Ein weiterer Aspekt, der natürlich auch fürs Tauchen wichtig ist, ist, wann kann ich wieder fliegen. Und so bietet uns auch hier die Garmin Fenix 8 ebenfalls ein Widget an, das uns hier eine Übersicht gibt. Ich habe gesagt, jetzt hier keine Daten, weil ich jetzt nicht tauchen war. Nichtsdestotrotz, ich denke, man bekommt einen Eindruck. Einmal bekommt man die Zeit angezeigt, wann man dann wieder fliegen darf und dann auch die Oberflächenpause. Als natürlich auch, wenn man hier runtergeht, bekommt man hier weitere Daten angezeigt, die dann fürs Tauchen relevant sind. Da ich jetzt keinen Tauchschein habe, bin ich jetzt kein Experte darin. Ich denke, wenn ihr jetzt selber Taucher seid, dann könnt ihr auf jeden Fall was mit den Daten anfangen. Und so habt ihr es auf der Fenix 8 nun auch die Möglichkeit, gerade wenn ihr jetzt am Anfang seid des Tauchens, hier das Ganze nämlich zu verwenden. Jetzt wird natürlich der eine oder andere verständlicherweise sagen, ja, von Garmin gibt es doch eigentlich eine Tauchuhr, und zwar die Descent MK3. Aber die Descent MK3 geht einmal bis 200 Meter tief. Natürlich bietet diese auch hier die Standardfunktion an, die ich jetzt gerade auf der Fenix 8 angezeigt habe. Aber darüber hinaus habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel einen Tauchplaner zu nutzen oder Alarme. Das unterstützt zum Beispiel die Fenix 8 an dieser Stelle nicht. Das heißt also, wenn du wirklich Sporttaucher bist und viel tauchst, dann ist für dich die Descent MK3 wahrscheinlich die bessere Wahl als jetzt die Fenix 8. Aber wie gesagt, als Einsteiger-Tauchuhr ist sie auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, falls du den Sport hier betreiben möchtest. Ein weiteres Auswertungsmerkmal bekommen wir jetzt auch beim Skifahren hinzu. Ihr habt ja schon auf den alten Fenix und Epix Uhren ja auch Skikarten bekommen. Das haben wir natürlich auf der Fenix 8 ebenfalls wieder enthalten. Ihr habt auch hier wieder die Möglichkeit, eine Lift- und Abfahrtserkennung zu nutzen. Das heißt also, die Uhr erkennt automatisch, wenn ihr einen Lift hochfahrt bzw. eine Abfahrt herunterfahrt. Ihr müsst euch hier kaum Gedanken machen. Was neu hinzukommt, ist eine Auswertung, was ihr alles gefahren seid. Das heißt also, ihr bekommt eine Übersicht der Streckenschwierigkeit, als natürlich dann auch, ja, wie viel Höhenmeter ihr gemacht habt und wie viel Strecke ihr gefahren seid. So habt ihr dann auch einen kompletten Tagesüberblick, was ihr an diesem Tag hier beim Skifahren geleistet habt. Zu guter Letzt gibt es dann auch neue Trainingsoptionen bzw. neue Trainingspläne. Wir haben in der Vergangenheit schon einige Trainingspläne gehabt, zum Beispiel fürs Laufen, fürs Radfahren, aber natürlich dann auch für Triathlon. So bekommen wir jetzt aber auch neue Trainingspläne, zum Beispiel fürs Trailrunning oder auch fürs Mountainbiken. Da wird zum Beispiel die Stabilität trainiert oder dann auch fürs Kajakfahren, Snowboarden. Also ihr seht, es gibt hier eine große Auswahl. Ich habe jetzt mal eine Liste eingeblendet, wofür jetzt hier Trainingspläne erstellt werden, beziehungsweise euch die Möglichkeit gibt, hier ja erweiterte Trainings durchzuführen und optimal für eure Sportart zu trainieren, aber auch dabei Verletzungen zu vermeiden. Du hast natürlich auch wieder die Möglichkeit, nach Laufleistung zu laufen. Das heißt also, Laufleistung am Handgelenk wird unterstützt, als auch die Laufeffizienzwerte. Die werden dir ebenfalls angezeigt, ohne Nutzung eines zusätzlichen Gerätes. Du kannst natürlich auch ein HM Pro Gurt verbinden, um entsprechend hier zum Beispiel Balance anzeigen zu lassen. Oder du hast natürlich auch die Option hier, die Stamina-Funktion zu nutzen. Das heißt also, hier bekommst du eine Auswertung, wie viel Restkraft du hast. Das Ganze geht dann auch fürs Radfahren. Voraussetzung ist hierfür natürlich, dass du auch hier ein Leistungsmesser mit der Uhr verbunden hast. Auch beim Thema Navigation gibt es hier einige Anpassungen und Änderungen. Du hast nämlich jetzt auch die Möglichkeit, über Garmin Share deine Strecken zu teilen, beziehungsweise die gemachten Strecken, aber auch deine geplanten Strecken an einen Freund zu übermitteln, der zum Beispiel jetzt mit auf die Tour geht und ebenfalls ein Garmin-Gerät hat, was hier Garmin Share unterstützt. Wir kennen das Ganze schon vom Garmin Edge 1050, da bietet es ebenfalls an. Wenn wir jetzt hier auf Menü gehen, gibt es nämlich hier die Garmin Share-Funktion, dann sehen wir hier auch schon das Ganze zum Teilen. Und bei der Fenix 8 drückt ihr einfach auch hier auf Aktivitäten und dann gibt es hier unten den Punkt ja auch Garmin Share, das wählen wir ebenfalls aus. Und dann sehen wir, hier ist empfangsbereit. Ihr könnt natürlich auch teilen. Wir wollen jetzt aber hier vom Edge 1050 teilen.
Dann sehen wir jetzt hier Position und Strecken können wir teilen. Wir nehmen jetzt einfach mal eine Strecke, wählen jetzt mal irgendeine aus. Nehmen wir hier die Test 1, 2 und dann sagen wir hier OK. Dann sehen wir auch hier, das Ganze wurde schon erkannt, beziehungsweise die Phoenix 8 wurde erkannt. Dann drücken wir jetzt hier auf OK und teilen. Dann sagen wir, wir möchten das Ganze bestätigen. Und dann sehen wir, ja, wird das Ganze auch direkt geteilt. Beim ersten Mal wird nach einem PIN gefragt. Das heißt also, musst du einen PIN eingeben. Wenn du es aber mal gemacht hast, dann hast du es hier entsprechend auf die Uhr hinterlegt und kannst das nutzen. Auch was das Thema Benutzeroberfläche angeht, gab es hier auch einige Anpassungen bei der Navigation. So haben wir natürlich das eine gesehen mit der Karte. Wenn ihr auf der Karte seid, könnt ihr entsprechend die Karten gleich für euch anpassen oder auch eine Strecke auswählen. Ihr habt natürlich auch die Option, wenn wir jetzt auf eine Aktivität gehen, das ist jetzt hier zum Beispiel Wandern, dann bekommen wir jetzt auch hier ein Navigationsfeld angezeigt. Das ist jetzt früher etwas versteckt gewesen, das ist jetzt einfach viel präsenter. Hier könnt ihr dann eure Favoriten auswählen, also die Strecken, als auch die Umgebung erkunden. Das heißt also, hier sind ja auch Points of Interest hinterlegt, wie zum Beispiel Restaurants etc. Das hatten wir aber auch schon auf den alten Uhren, das ist jetzt nichts Neues. Und ihr könnt natürlich dann auch hier die Karte verwenden und hier eine Position auswählen und euch hier entsprechend hin navigieren lassen. Stichwort schnell unterwegs sein. Ihr habt ja in der Vergangenheit die Möglichkeit schon gehabt, das sogenannte Round-Trip-Routing zu nutzen. Das heißt also, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist und einfach laufen gehen möchtest, aber nichts planen möchtest, dann kannst du auf den Phoenix-Uhren ja sagen, okay, ich möchte eine gewisse Distanz laufen, eine gewisse Richtung und die Uhr rechnet dir 3 verschiedene Strecken aus, die du dann hier laufen kannst und dich navigieren lassen kannst. Und hier gibt es dann auch schon eine Änderung. Das Ganze nennt sich dann dynamisches Roundtrip. Das bedeutet, wenn du jetzt von der Strecke wegkommst, dann berechnet die Uhr hier eine alternative Strecke, die natürlich im Rahmen dessen ist, wie du dann hier die Gesamtdistanz angegeben hast. Und es gibt jetzt auch die Möglichkeit, wenn du eine Zieldistanz anlegst, zum Beispiel 10 Kilometer, dass du die sogenannte Backtrack-Funktion aktivierst. Das heißt also, du bekommst nach 40% deiner Distanz dann angezeigt, okay, du hast jetzt 40% hinter dir und kannst dann entsprechend hier den Rückweg navigieren lassen, beziehungsweise hier eine Route berechnen lassen, damit du hier deine Distanz von 10 Kilometer auch wieder zu Hause oder an einem Startpunkt erreichen kannst. Neben der Phoenix 8 wurden aber wie gesagt auch 2 weitere Modelle vorgestellt, einmal die Phoenix E als auch die Enduro 3. Leider gab es zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keine Vorabgeräte, das heißt also, ich kann euch die Geräte jetzt nicht live zeigen, werde ich aber im Test nachholen. Bei der Phoenix E handelt es sich hierbei jetzt um ein Einsteigermodell, das heißt also, es ist nicht die Phoenix Apex, die hier jetzt weitergeführt wird, nein, es ist ein Einsteigermodell. Die Phoenix E selbst kommt hier mit einer Größe von nur 47 mm, das heißt also, es gibt hier auch keine unterschiedlichen Größen, als auch mit einer Displaygröße von 1,3 Zoll. Darüber hinaus gibt es dann auch kein Mikrofon und kein Lautsprecher, als auch keine verbaute Taschenlampe, die ist ebenfalls nicht enthalten und ihr bekommt auch nur den Sensor der Generation 4, anders als bei der Phoenix 8, da haben wir den Herzfrequenzsensor der Generation 5. Der Herzfrequenzsensor der 4. Generation kennen wir unter anderem von der Forna 265 als auch von der Forna 965. Viel spannender dürfte für die meisten wahrscheinlich die Enduro 3 sein. Diese kommt hier nur in einer Größe mit 51 mm und einer Displaygröße von 1,4 Zoll. Das Ganze ist dann aber hier mit einem Memory-in-Pixel-Display und einem Solarpanel verbaut. Auch hier ist das Solarpanel hier deutlich effizienter als im Vorgängermodell. Die Enduro 3 ist trotz ihrer Größe aber auch hier gleichzeitig die leichteste Uhr. Sie kommt mit Armband gerade mal auf ein Gewicht von 63 Gramm. Zum Vergleich, die Phoenix 8 mit der Solarversion kommt hier in der größten Variante auch an 51 mm mit 95 Gramm auf die Waage. Ich hatte es ja angesprochen, das Kernfeature der Enduro-Reihe ist natürlich hier die Akkulaufzeit und die Enduro 3 kommt hier mit der Solarladung und im Tourmodus bis eine Laufzeit bis zu 300 Stunden. Das heißt also, hier habt ihr wirklich sehr, sehr lange Laufzeiten, die hier möglich sind. Zum Vergleich, die Phoenix 8, auch hier mit Solarladung, kommen gerade mal in Anführungszeichen, auf 149 Stunden Laufzeit im Tourmodus. Die Enduro 3 bekommt dann auch hier eine Taschenlampe spendiert. Was sie nicht bekommt, ist die neue Tauchfunktion der Phoenix 8 und ebenfalls hat sie auch keine Lautsprecher und kein Mikrofon mit an Bord. Auf was ihr auf der Enduro 3 aber nicht verzichten müsst, ist zum Beispiel die neue dynamische Roundtrip-Funktion, als auch die neuen Trainingspläne und ihr bekommt natürlich auch hier Garmin Share als Funktion auf die Enduro 3. Ich werde auf meinem Kanal natürlich hier alle Uhren testen und euch zeigen, das heißt also auch die Phoenix E als auch die Enduro 3, die ich jetzt hier nicht auf dem Tisch habe, aber natürlich auch die Phoenix 8 in der Memory in Pixel Version, als auch die Phoenix 8 in der AMOLED Version. Dann schauen wir auf die Herzfrequenzdaten, als auch die GPS-Daten bei der Release-Version. Also wenn du das Ganze nicht verpassen willst, dann lass auf jeden Fall gerne ein Abo da. Du kannst mir auch mal schreiben, was dein Eindruck ist der neuen Garmin-Uhren. Findest du es gut? Findest du es schlecht? Welche Funktion gefällt dir? Was findest du hier interessant? Ich freue mich da auf jeden Fall auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr rund um Garmin wissen möchtest, ich habe auch mal eine Playlist rund um Garmin, da kannst du mal reinschauen.
Oder wenn du zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs bist, ich habe jetzt auch den Edge 1050 schon mal vorgestellt, da kannst du mal reinschauen. Wenn das Ganze gefallen hat, dann lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich und den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.